In Brasilien, an der Küste Bahias, leben Bianca und Sebuenia mit ihren Kindern Cauê, Daiane und Lani im atlantischen Regenwald in ihrer Fazenda Saúva. Und was sie hier alles bewegen, wie sie versuchen, den Regenwald zu schützen und ein nachhaltiges Leben zu führen, möchten wir euch gerne vorstellen. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e café bem bonito. Pela na sombra da goiaba e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá, ilamoa, seringueira, guapuruvu na beira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Ich bin Bianca. Cebolinha. Und ich bin Nayani, ich bin Cauê und ich bin Lani. Nossa missão é ter um estilo de vida, né, mais saudável e ecológico, né, que a gente possa se alimentar, né, bem, sem destruir a natureza, ao contrário, né, cuidando da natureza, né, olhando pelas vidas no geral, né, resgatando cultura, mantendo a nossa cultura linda e ter, como eu falei, né, construir ao invés de destruir, né. Genau, wir sind hier im atlantischen Regenwald, weil es davon nur noch ein kleines Stückchen gibt. Und wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass das letzte kleine Stückchen erhalten bleibt. Und weil wir überhaupt keine Chancen haben, das alleine zu schaffen, sind wir hier und versuchen deshalb mit Hilfe unseres Projekts und den ganzen Kindern und Jugendlichen das zusammen zu schaffen. Saúva ist die Blattschneiderameise und für uns ist es ein ganz schönes Symbol. Wir haben uns vorgestellt, wie schafft es ein kleines Lebewesen, irgendwas Großes zu erreichen. Nur in der Gruppe. Und das ist, was wir vermitteln wollen und schaffen wollen, zusammen mit vielen anderen was Großes entstehen zu lassen. Wie hat alles angefangen? 2017 sind Bianca und Sebuenia nach Brasilien gekommen. Sie haben eine Fazenda mit 26 Hektar übernommen. Ein Großteil davon ist schützenswerter tropischer Regenwald. Zuerst stand natürlich an, ein Haus für die Familie zu bauen. Dabei war es ihnen wichtig, das nachhaltig durchzuführen. Mit selbstgepressten Ökoziegeln und einer Bananentoilette. Damit die Kinder auch bei Regenwetter trainieren können, musste eine Schule gebaut werden. Es entstand ein Capoeira-Trainingsraum und ein Klassenzimmer, das mittlerweile mit viel ansprechendem Lernmaterial eingerichtet ist. 2021 konnte der Verein von Spendengeldern ein großes, gefährdetes Stück Regenwald dazu kaufen. Das wird von 2 Rangern überwacht. Über 30 Freiwillige waren im Laufe der Jahre hier, um die Arbeit auf der Fazenda zu unterstützen. Und um den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Und was aktuell bei der Arbeit auf der Fazenda im Mittelpunkt steht, erfahrt ihr jetzt. Zuerst einmal Capoeira. Die Capoeira ist nicht einfach nur brasilianische Kampfkunst. Sie ist Teil der Geschichte Brasiliens. Der Capoeira-Unterricht war eine Neuheit für die Kinder und Jugendlichen, die abgeschottet im Regenwald leben. Sie freuen sich über das Freizeitangebot, das sie mit ihren Freunden nutzen können. Capoeira praktiziert man nicht alleine. Die Kommunikation innerhalb der Gruppe ist unglaublich wichtig. Ein gutes Capoeira-Spiel gelingt nur zusammen mit anderen Spielern. Es geht nicht ums Gewinnen,
sondern um das Gemeinschaftsgefühl und gegenseitigen Respekt. Die Kinder und Jugendlichen, die im Regenwald leben, sind größtenteils von der Gesellschaft abgeschnitten. Sie haben keine Möglichkeit, an außerschulischen Aktivitäten und Kursen teilzunehmen, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel in die Stadt gibt und der Fußweg zu weit ist. Leider finden aber Alkohol und Drogen wiederum den Weg in die abgelegenen Regenwalddörfer. So besteht die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche mit wenig Zukunftsperspektive zum Opfer von Alkohol- und Drogenkonsum werden. Der Kontakt zu den Capoeira-Kindern ermöglichte Bianca und Sebonia zudem den Zugang zu deren Familien, die sie zum Teil für ihr Projekt gewinnen konnten. Sie möchten ihnen vermitteln, wie wichtig es ist, das Letzte bis in den Regenwald, ihren Lebensraum, zu erhalten. Mehr zu Capoeira erfahrt ihr in diesem Video. Der zweite Baustein ist Agrofloresta. Um schnell an Geld zu kommen, brandrodet die einheimische Bevölkerung hier im atlantischen Regenwald viele ökologisch wertvolle Flächen. Es entstehen darauf Monokulturen, die zusätzlich mit chemieintensivem Dünger schnell Geld bringen sollen. Im Gegensatz dazu bietet Agrofloresta ein System, bei dem im Schutz der Bäume Obst und Gemüse angebaut wird. Statt einer Monokultur wird eine Multikultur gepflegt. Gepflanzt werden deshalb neben einheimischen Regenwaldbäumen ebenso Fruchtbäume und landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Mehr dazu im Video Agrofloresta auf der Fazenda Saúva. Das Prinzip der Agrofloresta könnte in Zukunft Motivation für die Regenwaldbewohner sein. Denn neben dem Beitrag zur Erhaltung der Umwelt entsteht ein wirtschaftlicher Vorteil durch die Symbiose zwischen Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse und Regenwaldpflanzen. Teure Düngemittel und Pestizide sind nicht mehr nötig. Aktuell können die Regenwaldkinder für ein ganzes Jahr ein Praktikum zum Thema Agrofloresta machen. 2-mal in der Woche arbeiten und lernen sie gemeinsam mit Bianca und Sebonia und können so ihr Wissen aufbauen und nachhaltig in ihren Familien weitergeben. Themen sind, welche Pflanzen profitieren voneinander, Durch welche Düngerpflanzen regeneriert sich der Boden und lässt die Pflanzen wachsen? welche Pflanze braucht welchen Dünger, Was muss ich beachten, wenn ich neue Pflanzen sähe oder anpflanze? welche Bedeutung haben die einheimischen Tiere. Und natürlich noch vieles mehr. Der dritte Baustein ist die Umwelterziehung und Nachhilfe. Das Thema Bildung ist für Bianca und Sebonia sehr wichtig. Leider haben Schule und Bildung in der Region nicht viel Bedeutung. Viele der Eltern und Großeltern können nicht lesen, schreiben und rechnen. Die Kinder haben also kaum Zukunftschancen. Sie werden wie ihre Eltern und Großeltern Opfer der großen Industrien, die ihnen ihre Ernte für sehr wenig Geld abnehmen. An dem Agrofloresta-Praktikum dürfen nur Kinder teilnehmen, die bereit sind, auch für die Schule zu lernen. Daher findet zusätzlich noch Unterstützung zum Lernen in der Regenwaldschule statt, damit alle Kinder lesen, rechnen und schreiben lernen können. Mit Materialien im Sinne Maria Montessoris gestaltet Bianca ein attraktives Klassenzimmer mit vielfältigen Lernmaterialien Und der Möglichkeit, individuell jeden Einzelnen zu unterstützen. Bei der Arbeit auf der Fazenda und in der Schule lernen die jungen Menschen ganz nebenbei, wie sie die Umwelt und ihren Lebensraum schützen und unterstützen können. Sodass inzwischen keine Tiere mehr gefangen oder gewildert werden, sondern kranke und verletzte Tiere wieder aufgepäppelt werden. Die Kinder und deren Familien sind sich der Wichtigkeit des Regenwaldes nicht bewusst. Das möchten Bianca und Sebonia ändern. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man die Arbeit von Bianca und Sebonia unterstützen kann, Wo ihr einen Platz in diesem großartigen Projekt finden könnt, dann schaut gleich mal auf die Homepage. fazenda-sauva.com. Ihr könnt dort spenden oder euch durch eine Patenschaft oder Vereinsmitgliedschaft langfristig engagieren. Und natürlich ist es auch möglich, sich als Freiwilliger vor Ort zu engagieren. So wie wir aktuell. Zum Beispiel mit den Kindern arbeiten, beim Anpflanzen oder Ernten unterstützen Oder beim Ökobauen, sich körperlich auspowern. und mit Capoeira machen.
Wie bei den Sauvas, den Blattschneiderameisen, Wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten, kann etwas Großes entstehen. Quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. 1, 2, 3 und?